Schönen guten Morgen auch meinerseits. Mein Name ist Cornelia, ich bin tätig im Amt der Burgenländischen Landesregierung in der Abteilung 2, die zuständig ist für Landesplanung, Sicherheit, Gemeinden und Wirtschaft. Und konkret bin ich tätig im Hauptreferat Landesplanung, wo wir sowohl die Agenten der Gesamtverkehrskoordination als auch eben die Agenten der Raumplanung miteinander vereinen. Nachdem die rechtliche Lage in Österreich, sowohl im Bundesland Niederösterreich als auch im Burgenland relativ ähnlich ist, haben sich mein Kollege aus Niederösterreich, der Herr Magister Dietrich und ich gedacht, wir werden den Vortrag ein bisschen aufteilen, nämlich in die Richtung, dass ich den rechtlichen Part übernehme und er den fachlichen Part übernimmt, damit Sie nicht zweimal, zum Teil zumindest zweimal das Gleiche hören. Aus dem Grund, wie gesagt, die rechtlichen Grundlagen der Raumplanung jetzt durch mich. Ich werde versuchen, auch ein bisschen die niederösterreichische Lage anzuschneiden. Ich hoffe, die Kollegen, die sich mit dem niederösterreichischen Recht auskennen, verzeihen mir, wenn ich vielleicht den einen oder anderen Fehler einbaue, aber ich hoffe, ich habe mich entsprechend vorbereitet, dass es nicht passiert. Ich könnte grundsätzlich stundenlang, wenn nicht sogar tagelang, über die rechtlichen Angelegenheiten der Raumplanung sprechen. Ich versuche mich, nachdem ich ja nur eine halbe Stunde Zeit habe, insofern kurz zu fassen, als dass ich die wichtigsten Punkte herausgreife. Und zwar werde ich Ihnen kurz etwas über die Kompetenzverteilung zwischen Bund, Land und Gemeinde erzählen, ganz kurz die Raumplanung dann auf Landesebene anschneiden, eben die Situation im Burgenland und auch die Situation in Niederösterreich, und dann auch noch auf das Raumplanungsgesetz eingehen, als die gesetzliche Grundlage, die wir für die Raumplanung heranziehen. Und zwar zuerst einmal die Definition. Raumplanung, Raumordnung. Das sind zwei verschiedene Begriffe, die wir in Österreich allerdings als synonym und eigentlich gleichwertig verwenden. Ordnung natürlich als vorhandener bzw. beabsichtigter Zustand, also etwas Statisches. Planung als die Tätigkeit, die eigentlich zur Ordnung führt. Wie gesagt, wir verwenden es als Synonym. In dem Sinn definiert sowohl das Burgenland als auch Niederösterreich den Begriff Raumplanung oder Raumordnung als die planmäßige und vorausschauende Gesamtgestaltung eines bestimmten Gebietes. Und zwar insofern, indem Planungsziele, indem Planungsgrundsätze festgelegt werden, indem aber auch die einzelnen Maßnahmen aufgezeigt werden, wie man diese Planungsziele erreicht bzw. wie man diese Planungsgrundsätze umsetzt. In Österreich steht grundsätzlich aus der rechtlichen Sicht über allem die Bundesverfassung. Insofern regelt auch die Bundesverfassung, wer, also entweder der Bund oder dann die jeweiligen Bundesländer, für welche Aspekte und für welche Agenten zuständig ist. Raumplanung, also in dem Sinn die Einwirkungen auf den Raum, kann natürlich verschiedenste Aspekte umfassen. Ja? Also das ist einerseits sind es Planungen in Bezug auf den Verkehr, wie wir heute schon gehört haben, andererseits können es aber auch Dinge sein wie Naturschutz oder diverse andere Aspekte. Insofern bestimmt die Bundesverfassung, dass diverse überörtliche Planungen, wie zum Beispiel das Eisenbahnwesen, das Bundesstraßenwesen, aber auch das Wasserrecht und das Forstrecht Bundeskompetenz sind. Das heißt, hier gibt der Bund zentral die Leitsätze, die Ziele, die Grundsätze vor. Alles andere, was quasi nicht in der Bundesverfassung explizit dem Bund zugestanden wird, obliegt den Ländern. Das bedeutet, wir haben 9 Bundesländer in Österreich, das heißt zu verschiedensten Themen 9 verschiedene Regelungen, oder zu einem Thema zum Teil 9 verschiedene Regelungen. Unter anderem ist das auch bei der Raumplanung der Fall. Also auch hier haben wir in Niederösterreich eine Gesetzeslage und eine zum Teil ähnliche, aber zum Teil doch unterschiedliche Gesetzeslage, zum Beispiel im Burgenland. Auf der Landesebene selber unterscheiden wir dann auch noch einmal. Und zwar einerseits die örtliche Ebene und andererseits die überörtliche Ebene. Die örtliche Ebene bezieht sich nur auf das Gemeindegebiet und hier ist für die Raumplanung zuständig die jeweilige Gemeinde. Das heißt, den jeweiligen Gemeinden obliegt es grundsätzlich, ihre konkreten Nutzungsformen festzulegen, die sie in ihrem Gemeindegebiet haben möchten. Umgekehrt oder im Vergleich dazu, auf der Ebene der überörtlichen Raumplanung ist das Land zuständig für sein Landesgebiet, zum Teil auch nur für einzelne Regionen dieses Landesgebietes, die Planungsziele und die Planungsgrundsätze vorzugeben.
Wir haben insofern einen Stufenbau und eine Über- und Unterordnung, als dass einerseits die Grundsätze und Ziele, die vom Bund vorgegeben werden, von den Ländern eingehalten werden müssen und andererseits die Ziele der überörtlichen Raumplanung, die von den Ländern vorgegeben werden, dann wiederum eine Ebene drunter von den Gemeinden für ihre örtliche Raumplanung eingehalten werden müssen. Das heißt, aus rechtlicher Sicht haben wir im Bereich der überörtlichen Raumplanung als Planungsbehörde die Landesregierung, die in Form von Verordnungen die überörtlichen Leitziele und Grundsätze vorgibt und auf der anderen Seite, also im Bereich der örtlichen Raumplanung, die Gemeinden, die ebenfalls im Rahmen von Verordnungen, also sprich von gesetzlich, rechtlich verbindlichen Normen, die Vorgaben für die örtliche Raumplanung vorgeben. Als Instrumente, ich habe es hier auf der Folie zwischen Burgenland und Niederösterreich aufgeteilt. Im Rahmen der überörtlichen Raumplanung haben wir im Burgenland den Landesraumordnungsplan und die Entwicklungsprogramme und in Niederösterreich das überörtliche Raumordnungsprogramm und die überörtlichen Raumordnungs- und Entwicklungskonzepte. Diese Instrumente, ich werde nachher dann auch noch ein bisschen näher auf sie eingehen, tragen hier zwar unterschiedliche Namen, aber im Großen und Ganzen verfolgen sie das Gleiche und sind im Prinzip auch, haben auch die gleichen Inhalte und sind im Prinzip auch das Gleiche. Auf örtlicher Ebene stehen den Gemeinden folgende Instrumente zur Verfügung, nämlich im Burgenland die örtlichen Entwicklungskonzepte, die Flächenwidmungspläne und dann Teilbebauungspläne und Bebauungsrichtlinien. Und in Niederösterreich nennt sich dieses ganze Konvolut örtliches Raumordnungsprogramm, ebenfalls Flächenwidmungsplan und Bebauungspläne. Hier noch einmal kurz zusammengefasst, was es für uns, für die Landesebene aus rechtlicher Sicht bedeutet. Die Bundesverfassung gibt uns vor, für welche Aspekte wir Regelungen treffen dürfen. Der jeweilige Landesgesetzgeber hat sich im Bereich der Raumplanung dazu entschlossen, ein jeweiliges Raumplanungsgesetz zu erlassen. In Niederösterreich ist es das Niederösterreichische Raumordnungsgesetz, im Burgenland nennt es sich Raumplanungsgesetz. Das ist die gesetzliche Ebene und dann geht es eigentlich schon in Richtung Planungstätigkeit, nämlich die überörtliche Planungsebene mit den überörtlichen Planungsinstrumenten wie eben Landesraumordnungspläne, Entwicklungsprogramme und so weiter, die übergeordneten Vorgaben machen für die örtliche Planungsebene, also den Flächenwidmungsplan, die Bebauungspläne und so weiter und erst darunter, wenn all diese Dinge eingehalten wurden und all diese Dinge müssen beachtet werden, kommt dann der individuelle flächenbezogene Akt. Also erst dann, wenn jemand bauen möchte, gibt es Baubewilligungen oder sonstige naturschutzrechtliche Genehmigungen, die ebenfalls noch einzuhalten sind. Wie gesagt, das Raumplanungsgesetz ist das wesentliche Instrument, das die jeweiligen Landesgesetzgeber vorgesehen haben, um die Zielsetzungen, aber auch die Maßnahmen, die zu deren Erreichung dienen, festzulegen und zu normieren. Im Burgenland, das Burgenländische Raumplanungsgesetz stammt aus dem Jahr 1969, also ein sehr altes Gesetz, das zuletzt im Jahr 2015 novelliert wurde und das zum Teil auf die aktuellen Entwicklungen, also das muss man ehrlich zugeben, noch nicht eingeht und wo sicher Überarbeitungsbedarf besteht. Niederösterreich im Vergleich dazu hat ein relativ junges Raumordnungsgesetz, ein sehr modernes Raumordnungsgesetz, das stammt aus dem Jahr 2014 und wurde zuletzt auch geändert im Jahr 2016. Gemeinsam aus beiden Raumordnungsgesetzen, wie schon des Öfteren gesagt, sie beinhalten die überörtlichen Zielsetzungen, sie beinhalten die überörtlichen Instrumente für die überörtliche Raumplanung und das gleiche eben auch für die örtliche Raumplanung. Was sind jetzt so überörtliche Zielsetzungen oder örtliche Zielsetzungen? Also sie sind relativ themenübergreifend. Raumplanung ist eine Querschnittsmaterie, das heißt, man kann verschiedenste Aspekte oder man soll auch verschiedenste Aspekte zusammenfassen, man versucht verschiedenste Aspekte zu regeln. Ich habe es hier nur ausschnittsweise aufgezählt, ich möchte es Ihnen vorlesen, ein bisschen auch erklären. Es gibt natürlich unzählige weitere Regelungen und Grundsätze, die zu beachten sind. Zum Beispiel ist eine der Zielsetzungen die Schaffung einer ausgeglichenen Wirtschafts-, Sozial- und Verkehrsstruktur. Ein weiteres Ziel ist der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Das heißt, wir haben Zielsetzungen drin im Hinblick auf den Boden, den sparsamen Umgang mit dem Boden, auch was die Verunreinigung oder die Vermeidung der Verunreinigung vom Boden enthält. Wir haben Bestimmungen drin im Hinblick auf den Schutz und auf die Erhaltung der Pflanzen- und Tierwelt, auf die Qualität, auf die Reinheit der Gewässer, der Luft,
Aber wir haben auch Bestimmungen drin im Hinblick auf Kulturgüter und auch auf die Entwicklung und den Erhalt des Landschafts- und des Ortsbildes. Ein weiterer Aspekt, den wir drinnen haben, sowohl im Burgenland als auch in Niederösterreich, ist die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung in ihren Grundbedürfnissen. Das heißt, sowohl im Hinblick Rahmenvorgaben im Hinblick auf die Gesundheit, aber auch zum Beispiel im Hinblick auf Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen. Und auch Regelungen, die zu beachten sind im Rahmen der Tätigkeit der Raumplanung betreffend des Schutzes der Bevölkerung vor Naturgewalten oder vor sonstigen Gefahren außergewöhnlichen Ausmaßes. Was bei uns auch eine sehr wichtige Rolle spielt, ist der Erhalt der Land- und der Forstwirtschaft. Im Verhältnis dazu natürlich aber auch die Weiterentwicklung und der Ausbau von Gewerbe und Industrie, sodass das Ganze aber in einem ausgewogenen Gleichgewicht bleibt und sich gegenseitig nicht beeinträchtigt. Insbesondere für die örtliche Raumplanung, also sprich für die Gemeinden, ist natürlich auch wichtig eine geordnete und eine sparsame Siedlungsentwicklung. Grundsätzlich gilt der Vorrang Entwicklung von innen, das heißt Ausbau des Inneren, bevor man sich in die Fläche entwickelt. Dann auch die Abstimmung der Ordnung benachbarter Räume und die Vermeidung von gegenseitigen Beeinträchtigungen. Überall dort, wo verschiedene Nutzungen aufeinandertreffen, wo verschiedene Gebiete in räumlicher Hinsicht aufeinandertreffen, sind natürlich Konflikte vorprogrammiert und die gilt es natürlich im Rahmen der eigenen Zielsetzungen und der eigenen Entwicklungen zu vermeiden und das entsprechend zu beachten. Und was auch bei uns besonders wichtig ist, ist die Erhaltung und die Belegung von Stadt- und Ortskernen. Das ist nicht nur in architektonischer Hinsicht gesehen, sondern eben auch ein sozialer Aspekt, vor allem im ländlichen Raum. Ein kurzer Ausblick noch zu den Instrumenten der Raumplanung. Wie schon vorhin angeschnitten, was die überörtliche Raumplanung betrifft, wir haben im Burgenland den Landesraumordnungsplan. Der stammt aus dem Jahr 1992, also ein relativ altes Planungsdokument. Wir haben das im Vergleich dazu das Landesentwicklungsprogramm aus dem Jahr 2011, also noch ein relativ junges Instrument, das auch unter dem Passus mit der Natur zu neuen Erfolgen entwickelt wurde und geschrieben wurde und entsprechend auch gelebt wird. Und wir haben für einzelne Räume des Burgenlandes regionale Entwicklungsprogramme. Das heißt, Räume, die aufgrund ihrer Struktur, aufgrund vielleicht von Aspekten wie Wirtschaft oder wie Tourismus entsprechend zusammengehören und dementsprechend besondere Zielsetzungen und besondere Rahmenbedingungen benötigen, für die kann man regionale Entwicklungsprogramme erlassen und die gibt es bei uns auch. Im Vergleich dazu in Niederösterreich gibt es regionale Raumplanungsprogramme, die sich eben eher auf die Gebiete beziehen, wo mehrere Themenschwerpunkte behandelt werden, und sektorale Raumordnungsprogramme, wo es eben nur um einzelne Themenschwerpunkte, wie zum Beispiel Windkraft, geht. Die näheren Inhalte dann meines Wissens nach wird Ihnen dann der Herr Magister Dietrich auch vorstellen, damit Sie dann auch wissen, wie es da inhaltlich ausschaut. Was die örtliche Raumplanung betrifft, vorhin auch schon kurz angeschnitten, die örtlichen Entwicklungskonzepte, der Flächenwidmungsplan und der Bebauungsbestimmungen. Die örtlichen Entwicklungskonzepte sind ausgelegt auf die mittelfristige Planung. Das heißt, Gemeinden sollen sich Gedanken machen und sollen Zielsetzungen und ihre Entwicklungstendenzen festlegen für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Das macht jede Gemeinde für sich. Wir arbeiten im Burgenland momentan noch an einem Programm, weil hier viele Themenaspekte auch gemeindeübergreifend sind, dass Gemeinden auf freiwilliger Basis vorerst noch eine interkommunale Zusammenarbeit starten und dort interkommunale Entwicklungsprojekte machen. Aber grundsätzlich geht es um die mittelfristige Planung, um das sich klar werden, welche Schwerpunkte möchte ich setzen in meiner Gemeinde, wie schlägt sich das dann räumlich nieder. Die Besonderheit, die wir im Burgenland im Vergleich zu Niederösterreich haben, ist, dass diese örtlichen Entwicklungskonzepte nicht verbindlich sind. Das heißt, es ist ein Selbstbildungsakt der Gemeinde, wenn sie so etwas erarbeitet, wenn sie so etwas festlegt, und sie kann es natürlich ohne größere Schwierigkeiten, Voraussetzung ist der politische Wille im Gemeinderat, jederzeit wieder abändern. Im Vergleich dazu der Flächenwidmungsplan, der sehr wohl rechtlich verbindlich ist. Aus rechtlicher Sicht stellt er eine Verordnung dar, und der Flächenwidmungsplan nimmt dann die wirklich konkrete räumliche Gliederung der Gemeinde vor. Das heißt, es wird für jedes einzelne Grundstück in der Gemeinde die Nutzungsmöglichkeiten festgelegt. Ja, wir unterscheiden in den Raumplanungsgesetzen zwischen Bauland, Grünland und Verkehrsflächen, sowohl im Burgenland als auch in Niederösterreich.
Auch das Bauland selber wird noch einmal unterschieden und so haben die Gemeinden die Möglichkeiten, dass sie zum Beispiel Gebiete festlegen, das nennt sich dann Bau- und Wohngebiet, wo tatsächlich nur Wohnsiedlungsentwicklung stattfinden darf. Ja? Gleichzeitig im Vergleich dazu zum Beispiel Bauland Betriebsgebiet, wo reine Gewerbebetriebe nur errichtet werden dürfen. Also man versucht diese Durchmischung zu vermeiden, beziehungsweise eine Abstufung zu machen, um Konflikte, wie vorhin auch schon genannt, entsprechend aus dem Weg oder auszuräumen. Sagen wir so. Eine weitere Möglichkeit, die die Gemeinden dann auch noch haben, sind die Bebauungsbestimmungen. Auch da können Gemeinden rechtlich verbindlich vorgeben im Bebauungsplan bzw. in den Bebauungsrichtlinien Bestimmungen im Hinblick auf die Bebauung selber. Also wir beginnen hier von Baulinien über Gebäudehöhen, sogar die Außengestaltung der Fassaden und so weiter. Also das Recht der Gemeinden ist hier relativ weitgreifend. In Niederösterreich eine ähnliche Situation. Hier sind es die örtlichen Raumordnungsprogramme, die die mittelfristige Planung der Gemeinde darstellt. Hier auch ebenfalls für die nächsten 5 bis 10 Jahre sollen Entwicklungsziele festgelegt werden, Entwicklungsschwerpunkte und dann eine entsprechende räumliche Gliederung. Der große Unterschied zum Burgenland: in Niederösterreich sind die örtlichen Raumordnungsprogramme rechtsverbindlich. Das heißt, die können nicht so einfach abgeändert werden wie im Burgenland. Das gleiche Instrument wie im Burgenland ist der Flächenwidmungsplan. Auch hier in seinem Sinn das gleiche. Das heißt, auch hier werden für die einzelnen Grundstücke der jeweilige Verwendungszweck und die konkreten Nutzungsmöglichkeiten festgelegt. Und auch in Niederösterreich gibt es die Möglichkeit, die Einzelheiten der Bebauung durch Bebauungsbestimmungen, also sprich durch einen Bebauungsplan, noch einmal festzulegen. Auch Flächenwidmungsplan und Bebauungsplan sind jeweils rechtsverbindlich. Weil im vorigen Vortrag auch angesprochen wurde, der grenzüberschreitende Aspekt, sowohl im Burgenland als auch in Niederösterreich gilt das SOP-Regime, also ein europarechtliches Regime über die strategische Umweltprüfung. Hier müssen im Zuge der Erlassung oder der Änderung von örtlichen Raumordnungsprogrammen, aber auch von Flächenwidmungsplänen, aber auch von Bebauungsbestimmungen, also von Bebauungsplänen, muss eine strategische Umweltprüfung durchgeführt werden. Und im Rahmen dieser strategischen Umweltprüfung werden natürlich die Umweltauswirkungen geprüft, und sofern diese grenzüberschreitend sind, ist das jeweilige Nachbarland auch entsprechend mit einzubeziehen. Also hier haben wir in den Raumplanungsgesetzen entsprechende Regelungen drin, auf welche Art und Weise das dann zu geschehen hat, und das jeweilige Nachbarland hat dann auch ein entsprechendes Stellungnahmerecht, damit entsprechende Stellungnahmen abgegeben werden können und damit das Nachbarland auch gehört wird. Gut, soweit in aller Kürze zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. Wie gesagt, der Herr Minister Dietrich, der Kollege aus Niederösterreich, wird dann auch noch auf die fachlichen Aspekte eingehen. Ja, danke für die Aufmerksamkeit.